Eine Frage, die die Forschung dabei beschäftigt: Wie viel unserer Reaktionen auf Farben ist angeboren und wie viel ist erlernt? Also Farben lösen natürlich erstmal unwillkürliche Spontanreaktionen aus und das passiert tatsächlich schon im Thalamus. Die Reaktion auf Warnfarben muss natürlich sehr schnell sein, weil sonst würde es uns ja nicht schützen. Dann kommen aber die gelernten Reaktionen dazu. Tatsächlich, da brauchen wir dann die Gedächtnisareale, die uns Informationen liefern über die Bedeutung von Farben und gelernte Verhaltensreaktionen. Wir sind also nicht allein davon bestimmt, was uns die Farben in die Gene geschrieben haben. Irgendwie beruhigend. Und bedeutet das nicht auch, dass wir individuell auf Farben reagieren, je nach persönlicher Erfahrung? Also unsere Farbkultur hat sich tatsächlich auf den Schultern der Natur der Farben entwickelt. Das heißt, wenn für uns Rot als Warnfarbe gut funktioniert, dann sind natürlich auch die Feuerlöscher und die Feuerwehr und andere gefährliche Objekte, Ausschaltknöpfe, rot. Und genauso kann man sich das bei anderen Farben vorstellen. Das heißt, was immer in der Natur gut funktioniert, ist für uns natürlich dann in der Kultur eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Es gibt also Unterschiede, wie wir von welchen Farben gesteuert werden. Zwischen Kulturen und zwischen jedem und jeder Einzelnen von uns, weil wir unsere ganz eigenen Bedeutungen, Gefühle und Erinnerungen mit unterschiedlichen Farben verknüpfen. Bestimmte Farben aber scheinen gesetzt und wehe, jemand will sie uns wegnehmen. Man kann alles ändern außer der Farbe. Als Coca-Cola die Cola Green herausgebracht hat, war es für die Leute keine Cola und hat nicht funktioniert. Auch die Konkurrenz erlebte schon mal ihr Farb-Waterloo. In den 1950er Jahren änderte Pepsi die Farbe ihrer Automaten in Südostasien von dunkelblau zu so etwas hier. Ein aus ihrer Sicht erfrischendes, durstlöschendes, eisiges Blau. Das Problem: In diesem Teil der Welt ist hellblau die Farbe des Todes und der Trauer. Die neuen Automaten waren ein Flop. In Südostasien fiel der Aktienkurs des Softdrink-Herstellers in den Keller. Im Marketing wird außerdem gerne behauptet, es gäbe Frauen- und Männerartikel. Das ist aber, wie diverse Studien bestätigen, alles andere als eine Frage der Biologie. Vor 100 Jahren war rosa die Lieblingsfarbe kleiner Jungen. Und das zeigt, dass wir diese Assoziationen kulturell erschaffen. Farben sind wahre Wandlungskünstler. Oder wie erklärt sich sonst, dass die gleiche Farbe je nach Kontext eine andere Bedeutung hat? Dann allerdings machen Farben auf eine heikle Frage aufmerksam. Was ist wirklich, was ist wahr und was nur Schein? Was sich geradezu philosophisch anhört, kann für erbitterten Streit sorgen. Wie bei diesem Foto hier, das die Social-Media-Welt in 2 Lager gespalten hat. Für die einen ist das Kleid blau-schwarz, für die anderen weiß-gold. Für die blau-schwarz Sehenden erscheint das Kleid unter warmem, direktem Sonnenlicht. Für die weiß-gold Sehenden eher unter einem kühlen Schatten. Zünglein an der Waage der Farbwahrnehmung kann also das einfallende Licht sein, das das Objekt umgibt. Unser Gehirn verarbeitet es zu einem Farbeindruck. Weil auf dem Foto aber die Lichtverhältnisse nicht so eindeutig sind, kommt es von Person zu unterschiedlichen Farbeindrücken. Dieses Phänomen des Kleides hat also wirklich unterstrichen, dass das, was wir von der Welt erleben, welche Farben wir in der Welt sehen, ebenso sehr von dem geprägt ist, was wir zu sehen erwarten, wie von den Informationen, die unser Auge erhält. Die Welt der Farben ist facettenreich. Zugleich kann sie sehr manipulativ sein. Wenn wir der Beeinflussung von außen schon nicht entkommen können, sollten wir dann den Spieß nicht umdrehen und Farben so einsetzen, dass sie uns bestmöglich nutzen? Fangen wir mal in unseren 4 Wänden an. Welche Rolle spielen Farben hier? Für ein britisches Versandhaus haben Forschende Erstaunliches herausgefunden.
Sie haben, glaube ich, 1500 Paare gefragt, welche Farbe in ihrem Schlafzimmer vorherrscht und wie oft in der Woche sie Sex haben. Ich dachte erst, Rot würde gewinnen, aber nein. Rot wurde sehr, sehr knapp von Violett überholt. In einem violetten Schlafzimmer hat man, glaube ich, 3,5 Mal Sex pro Woche, während es in einem weißen Zimmer weniger als 2 Mal sind. So, das Violett bringt also Leben ins Bett. Aber abgesehen vom Sex kann die Farbwahl noch ganz andere Vorteile haben. Wenn wir einen Raum komplett in warmen Farben streichen, also ein Orange-Rot, ein Feuerrot und auf der anderen Seite so ein Eisblau mit so ein bisschen so ein kaltes Weiß noch dazu, dann werden Temperaturunterschiede von 3 Grad festgestellt. Das ist sehr interessant, denn wenn man an sehr warmen Orten die Wände blau streicht, würde man möglicherweise weniger Klimaanlagen installieren und so Energie sparen. Was sich da alles ausdenken ließe. In den USA startete man Ende der 1970er Jahre ein Experiment. Man strich Gefängniszellen rosa und siehe da, die Stimmung unter den Gefangenen hob sich merklich. Inzwischen finden sich in einigen Ländern auf der Welt Häftlinge in rosa Zellen wieder. Das absolut Erstaunliche an Rosa ist, dass es uns beim Betrachten beruhigt. Das heißt, obwohl es eine warme Farbe ist, es ist eine beruhigende Farbe und niemand weiß warum. Der Effekt ist unglaublich. In einem rosa Raum werden wir sofort sanft und interessanterweise hat es auch eine positive Auswirkung auf das Wohlbefinden. Noch ein Beispiel: Kliniken. Die strotzen ja nun nicht gerade vor Farbreichtum. Aber was, wenn man das ändern würde? Also wir hatten wirklich verblüffende Ergebnisse. Wir hatten festgestellt, dass wir einen Medikamentenverbrauch Reduktion von 35% hatten über alle Stationen hinweg. Wir haben 4 Stationen tatsächlich farblich neu gestaltet. Und dann haben wir beim Krankheitsstand des Personals nachgeschaut, über ein Jahr nach der Umgestaltung festgestellt, dass auch 30% der Krankenstand sich reduziert hat. Ergebnis einer einzelnen Studie, klar. Dennoch ein erstes Indiz: Farben wirken auf unseren Körper und unsere Gesundheit.